dieser Teil der Stadt schien auch der ärmste zu sein in der ganzen Stadt. It's believed there was also a slum area, Da schien auch ein Slumgebiet gewesen zu sein. explaining why a prostitute would live there. Das würde auch erklären, warum Prostituierte da gelebt haben. But yeah. How big is the city? Die Stadt. At this time, damals, ne? Yeah. The circle it's like about 4,000 to 5,000 square meters. Der Durchmesser ist 4.000 bis 5.000 Quadratmeter. Yeah. Sorry, I'm pretty sure I misheard you, but did you say Islam? Slums. Slums. Okay, I was really confused. Yeah, I actually got that. Yeah. Slum. Sorry, my accent. No, it's okay. Slums. Hold the Muslims. Whole new part of the Bible comes out now. Islam was easy. There's a lot we did. The accurate number because I have it not here. Okay, but it's around 4,000 to 5,000 circle Square meter. Yeah. Okay. Okay. So in chapter 22, chapter 6, verses 22 Kapitel 6, Vers 22 to 24, bis 24. we see that Rahab and her household was taken out of the city. Da sehen wir, dass Rahab und ihr ganzes Haus aus der Stadt rausgebracht wurde. So they were saved, but yeah. Und sie wurden gerettet. And this shows God's mercy and love. Das zeigt Gottes Barmherzigkeit und Liebe. Because Rahab and her family recognized God as the only Lord and Savior. Denn nur Rahab und ihre Familie haben Gott als ihren Retter und Erlöser anerkannt. She was saved. Also sie war gerettet. So it's so cool how a former prostitute was inserted in the people of God. Und es ist so cool zu sehen, wie eine frühere Prostituierte in das Volk Gottes aufgenommen And wurde. later we even see that she is part of the lineage of David. Und später sehen wir sogar, wie sie Teil ist, wo David herausstammt. And obviously the lineage of Jesus. Und auch aus der Linie Jesu. And I think that is pretty cool. Und ich glaube, ich finde es sehr cool. How God redeemed a former prostitute Wie Gott eine frühere Prostituierte erlöst and inserted into his kingdom. und sie in sein Königreich einschließt. Jonas? So, how could Rahab know about God? Wie wusste Rahab von Gott? So we see that even during the Exodus, the nations saw what the Lord had done to his people. Wir sehen das auch schon im 2. Buch Mose, wie die Nationen auch gesehen haben, wie Gott ist und was er tut. Remember that Canaan was under Egypt. Erinnert euch daran, dass die Kanaaniter unter den Ägyptern waren. And even here in her statement, we see that all the people of the land was like shocked about this bunch of ex-slaves coming out and this God doing miraculous things for them. Wir sehen auch in ihren Aussagen, dass die Leute von Jericho total erschüttert waren und Angst hatten vor Gott und was er alles schon getan hat. Yeah. So the people of Israel weren't the only believers in God. They were not the only believers. There were some other people who believed in God. Also waren die Israeliten nicht die einzigen, die an Gott geglaubt haben? We knew about it. I believe so. Okay. Ich glaube schon. We see even Midianites. There's a difference between knowing about God and believing in Him. Yeah. Bible, yeah, I mean, Yeah. so But we see that the people came out of Egypt. They were mixed. They were not just Hebrews. They were mixed. So people from different nations. Also wir sehen das in Ägypten und die Leute, die da rausgezogen sind, verschiedene, also auch interkulturelle. We see Moses getting married with a Cushite woman that probably is actually an Ethiopian. Wir sehen, dass Mose eine Kuschiterin geheiratet hat, die wahrscheinlich eine Äthiopierin war. I said yesterday that Israel was not about blood, but was allegiance to God and their commitment to God. Wir sehen, dass es in Israel nicht nur um Gott geht, sondern auch einfach mit ihm. And we see in the law that they were supposed to welcome those that acknowledge God as their Savior. Wir sehen im Gesetz, dass auch andere willkommen geheißen werden sollen, die ins Gesetz aufgenommen werden wollen. Israel's calling was to be a blessing to the nations. Denn Israels Berufung war, ein Segen zu sein für die Nationen.
So God redeemed the, oh yes. Can I add something to the question? Yes. I would say that in this time it was not about believing in God or not believing in God. It was some kind of competition between the gods and the gods of the Canaanites. So there were. It's not that you have to believe in God. You have to believe that this God is the strongest God. This is the only God. So she said, "I know about your God, and I know that He will defeat all the other gods and all the other people." So this is what God wants to. Yeah, this is one of their worldviews about this battle, cosmic battles between gods. But I believe that the people of Israel understood that there was only one God. Also ich glaube, die Israeliten haben verstanden, dass es da nur einen Gott gab. After they start mixing with the pagan nations and mix their theology. Nachdem sie Leute aus anderen Völkern geheiratet haben und die Theologie vermischt wurde. But the pure theology, like the pure Israelite theology, is that there is just one God. Aber der wahre Glaube der Israeliten war, dass es da nur einen Gott gibt. That this God is not part of creation, like what we have, like trees or storms or whatever, but He's above that. Dass dieser Gott nicht Teil der Schöpfung ist, sondern dass er über all dem steht. But it was complicated for them to understand because of this worldview of the time. Aber es war schwierig für sie zu verstehen wegen der Weltanschauung dieser Zeit. You guys should read a book called Discovering God. Really good too. Ihr solltet ein Buch lesen, was Discovering It God talks about that. It's from John Bright. Da John geht Bright, no, es sorry. genau darum. Right? John Stark. John Stark. Und Discovering God. Gott entdecken. It talks about this concept of gods. Really good. Da geht es um dieses Konzept der verschiedenen Götter. Yes. Is it Rodney Stark? Huh? Rodney Stark? John. Yeah. It's John or Rodney? I think it's something Stark. Something Stark. You found it? Yeah, Yeah. it's, Google tells no Stark. lies. Rodney Stark. Maybe. John Bright is a different guy, and yeah, he's in. Sorry. Yeah. Strong assumption. I was waiting to translate. So we see that God inserted his prostitute, his former prostitute, in his kingdom, Wir sehen, dass Gott die ehemalige Prostituierte in sein Königreich aufgenommen hat. and I believe that he was ready to do that if everyone that repented and accepted him, like aligned to him. Und ich glaube, dass Gott das mit jeder Person gemacht hätte, die bereit gewesen ist, sich ihm hinzugeben und umzukehren. Rahab received a new identity, Rahab hat eine neue Identität bekommen and she was counted one of the heroes of faith. und sie wurde als eine der Glaubenshelden genannt. We see that in the book of Hebrews. Das sehen wir im Buch der Hebräer. And we see that these heroes of faith were not perfect people, Wir sehen, dass diese Glaubenshelden keine perfekten Leute waren. and their faith was not perfect at all, Ihr Glaube war nicht perfekt, but God counted that as righteousness. aber Gott hat das zur Gerechtigkeit gezählt. Because God is ready to save and transform us Denn Gott ist bereit, uns zu retten und uns zu verändern, if we are ready to submit to Him. wenn wir bereit sind, uns ihm unterzuordnen. Question? Verses 25 to 27, Vers 25 bis 27. we see Joshua's curse upon the city. Da sehen wir den Fluch Josuas über der Stadt. And we see in 1 Kings 16:37. Und in 1. Könige 15:27, Yeah, 1 Kings. 16:37, That a guy called Hillel, da geht es um Ja. einen Mann, der heißt Gil. he rebuilt the city of Jericho Der hat die Stadt Jerichos wieder aufgebaut. at the cost of his two sons, Und dafür mussten seine zwei Söhne sterben. the firstborn and the youngest, Der Älteste und der Jüngste. just as the curse is there.
so wie der Flug hier aufgeschrieben steht. Also 1. Könige 1637. This is in 1 Kings 16:37. 1. Könige 1637. It's not there in German. It's not there. No, it's not there in German. Ja, der heißt viel in 34. Viel 34. Is it different? Sometimes it's different in German. The verses? Yeah. So did you find it? No. Yeah. Okay. So this chapter we can learn that sometimes in specific situations In diesem Kapitel können wir lernen, dass es manchmal in bestimmten Situationen, in our lives that some specific situations that are impossible to overcome, dass es in manchen Situationen, wo es unmöglich scheint, die zu überwinden, and sometimes we are facing these walls und manchmal stehen wir genau vor solchen Mauern, that are impossible to be break down by our own abilities, die unmöglich aus eigener Kraft by our eingerissen own werden können, strength. durch unsere eigene Kraft. But this chapter teaches us a lot about faith in God, Aber in diesem Kapitel können wir viel über den Glauben zu Gott lernen, that He is a God that can make mighty things for the sake of His people. dass er ein Gott ist, der mächtige Dinge für sein Volk tun kann. We also learn here that God's timing is perfect, Wir lernen hier auch, dass Gottes Zeit immer perfekt ist, that He knows exactly when something needs to happen. dass er ganz genau weiß, wann etwas passieren muss. Even though sometimes in our lives we think that God is a little bit late, Auch wenn wir manchmal denken, dass Gott zu spät kommt in unserem Leben, but He does everything according to His perfect timing, aber er macht alles zu seinem perfekten Zeitplan, even though we don't understand. auch wenn wir es manchmal nicht verstehen. So sometimes it seems that we lost the battle, Manchmal scheint es, als hätten wir den Kampf verloren, but that's why I love the Bible, aber deshalb liebe ich die Bibel, because we win in the end. denn wir gewinnen am Ende. And with God we always win, even though it doesn't seem like a victory. Und mit Gott werden wir immer gewinnen, auch wenn es nicht nach einem Sieg aussieht. So at Jericho, Israel learned God's strength. In Jericho hat Israel Gottes Stärke erfahren. But now with the city of Ai, we see that she learned about her own weaknesses. Und in der Stadt Ai haben die Israeliten von ihrer eigenen Schwäche erfahren. And that she could only conquer her enemies with obedience to God. Dass sie ihre Feinde nur dann besiegen können, wenn sie Gott gehorsam sind. So now in chapter 7 and 8, In den Kapiteln 7 und 8 we'll be talking about the city of Ai. geht es um die Stadt Ai. This chapter 7 reminds me of many times when I am blessed or I conquer something. In Kapitel 7 bin ich daran erinnert, an Zeiten, wo ich gesegnet bin, When God answers a prayer, wenn Gott ein Gebet erhört, that feeling of like, oh, I'm unstoppable, I can do whatever I want. dass ich denke, ja, ich bin nicht zu stoppen, ich kann alles tun, was ich will. Takes over me. Aber das stürzt dann über mich herein. And then suddenly something goes downhill. Like, yeah, just crushes me. Aber plötzlich kommt irgendwas, was mich dann zu Boden wirft und Because verändert. this is when we take things according to our own strength and our own abilities. Denn wenn wir Dinge an uns nehmen und aus eigener Kraft die schaffen wollen, And when we create these false expectations that if God blessed me once, He's gonna bless me again. und wenn wir diese falsche Erwartung haben, wenn Gott mich einmal gesegnet hat, wird er es wieder machen, Because I want Him to do it. denn ich möchte, dass er es tut. But if I start doing things on my own way, it doesn't mean that God's gonna bless me. Aber wenn ich Dinge auf meine eigene Art machen will, heißt es nicht, dass Gott mich dann segnen wird. And when I try to do things according to my own way, things gonna get messed up. Und wenn ich Dinge versuche aus eigener Kraft und auf meine Art zu machen, dann wird es chaotisch. That's why we should constantly come to God and ask Him for guidance. Deshalb müssen wir immer wieder neu zu Gott kommen und ihn um Führung und Leitung bitten. Even if it's a good time or a bad time in your life. Ob es eine gute oder schlechte Zeit in deinem Leben ist. Yeah. We are never in greater danger Wir sind nie in einer größeren Gefahr than just after a great victory. als nach einem großartigen Sieg.
because we have this tendency of believing that everything's gonna be perfect now. Denn dann ist diese Tendenz in uns, dass wir denken, alles ist jetzt perfekt und wir können alles schaffen. So the city of Ai Stadt Ai. was a place in the central Canaan, Ai war eine Stadt im Zentrum Kanaans. and it was really important for the people of Israel because Abraham been there. Und es war, hier ist Bin there. Ja. Und es war eine wichtige Stadt für die Israeliten, denn Abraham war da auch. But there are evidences that during the time of Joshua, Aber es gibt Anzeichen dafür, dass während der Zeit Josuas, the city was actually inhabited. dass die Stadt bevölkert war. But what archaeologists believe Was Archäologen glauben, ist folgendes, that was probably used as a fortified post. dass diese Stadt als Posten genutzt wurde mit Schutzmauern, At the edge of Bethel. irgendwo in Bethel. Yeah. So some archaeologists believe that it probably was Bethel that is being mentioned here. Manche Archäologen glauben, dass es Bethel Bethel? ist. Bethel. Ja, Bethel, was da genannt wird. But other archaeologists Und andere Archäologen, discovered an alternative site die haben eine Alternative during herausgefunden the area, in diesem Gebiet. around the area, sorry, that it matches perfectly with the accounts of Joshua. Und es passt perfekt zu dem, was Josua schreibt oder was hier drin steht. It calls El Makati. Und dieser Ort heißt El Makatir. Yeah. So they found this, they excavated this thing. Und die haben das ausgegraben. I have some question to the slide before. Noch eine Frage zu der One anderen more. Folie. One This more. one? One more. Yeah. This one. Is Israel female in English? And is there some connection to Yes. the story in the Revelation where Israel or Jerusalem is mentioned as the bride of I have Jesus? no idea, but it's in English It's female. it's female, but Portuguese I don't think so. Portuguese? Also Israel is not. Israel in Englisch ist feminin. English doesn't have genders for nations. But Yeah. all countries Yeah. would be feminine if you were to explain that. Yeah, that sounds natural. Yeah, Sounds and right. it's the same with ships. Okay. Same with different objects. We've just, for some reason, we've decided to. Okay. English is not my first language, so it's hard to explain. Don't worry, it doesn't make sense to us. Okay. So every country is female. Yeah. Yeah, Okay. you can call it female. There is no special meaning. Okay. Like also, No, not I think it's like a gender, we can also call. I was actually wondering that as well, but. Yeah. Okay. Yeah. In English it's also. Okay. I lost. Yes. So they found this alternative site that could probably be the city of Ai during the time of Jericho. Aber sie haben diese Alternative gefunden, dass El Makatir auch das Ei damals gewesen sein könnte. Okay. So chapter 7 starts with the big contrast. Kapitel 7 fängt mit einem großen Gegensatz an. If chapter 6 talks about that God blessed Joshua and he conquered Jericho, Wenn es in Kapitel 6 darum geht, wie Gott Josua gesegnet hat und wie die Israeliten das Jericho eingenommen haben, we see in chapter 7 that the people broke faith with the Lord. dann können wir in Kapitel 7 sehen, wie die Israeliten Gott nicht vertraut haben. That they got the things that were supposed to be destroyed. Dass die Dinge, die eigentlich zerstört werden sollten, Yeah, so we see that in chapter 6 Israel was victorious, in Kapitel 6 war Israel siegreich, but in the chapter 7 they were defeated. aber im Kapitel 7 wurden sie besiegt. We see that in chapter 7 that individual sin can influence the whole nation. Wir sehen in Kapitel 7, dass die Sünde eines Einzelnen ein ganzes Land beeinflussen kann. Because one man sinned, the whole nation was considered in sin. Wenn eine Person gesündigt hat, wurde das ganze Land war in Sünde. And that his actions affected the whole nation.
dass die Handlungen der einen Person das ganze Land mit beeinflusst haben. So this guy, Achan, Also dieser Mann Achan, he robbed not a simple thing, er hat nicht was Einfaches geklaut, but he robbed something that belonged to God. sondern er hat was genommen, was Gott gehört hat. Something that was dedicated to the Lord. Etwas, was dem Herrn geweiht war. And then we see that they went to fight against Ai, Und dann sehen wir, dass sie gegen Ai gekämpft haben. and last soldiers was sent. Und dass ein paar Soldaten geschickt wurden. They didn't let's say, ask God for how many soldiers they were supposed to send. Aber sie haben Gott nicht gefragt, wie viele Soldaten sie schicken sollen. They just assumed that they could conquer the city with less people. Sie dachten einfach, dass sie die Stadt mit weniger Leuten auch besiegen können. So they went back to the camp, Also sind die zurück ins Lager gegangen, lacking soldiers, hatten weniger Soldaten and causing the hearts of the people to melt. und die haben die Herzen der Menschen zum Schmelzen gebracht. Observe how the same language that is used to the surrounding people is being used to the people of Israel. Wir sehen, dass die gleiche Sprache, die für die Nationen um Israel herum verwendet wurde, auch für die Israeliten verwendet wurde. Before we see that the hearts of the other nations were being melted because of what the Lord is doing, now the people of Israel was with fear because they were defeated. Also davor waren es die anderen Völker, die Angst hatten, und jetzt waren es die Israeliten. Also hier steht der Vers, die Israeliten waren vor Angst wie gelähmt und ihr Mut schmolz dahin. And even in verse 12, Und in Vers 12 we see that the people of Israel became devoted to destruction because of the sin that they committed. da sehen wir, dass die Israeliten einen Bann vollstreckt haben wegen ihren Sünden. And I think Über ihnen. this shows how Israel was under the same judgment if they disobey. Und das heißt, dass die Israeliten unter dem gleichen Gericht standen, wenn sie nicht gehorcht haben. Because here they disobeyed the command of God and they were also considered devoted to destruction. Denn sie haben hier Gott nicht gehorcht und deshalb wurde auch über sie Vernichtung gebracht. And remember what the angel of the commander of God's army Und erinnert euch an den Anführer der Herrscher des Herrn. said to Joshua, no, I'm not at your side, I'm not at their side. You are supposed to choose which side you are. Was er zu Josua gesagt hat, nee, ich bin nicht auf der Seite und nicht auf der, du musst dich entscheiden, auf welcher Seite And du here, bist. because of disobedience, now Israel was devoted to destruction. Und hier sehen wir jetzt, dass Israel zur Vernichtung bestimmt war wegen dem Ungehorsam. Joshua went to pray, Josua hat gebetet and while reading, I was like, hey Joshua, you learned how to pray with Moses, because it's exactly the same style. und ich habe gedacht, als ich gelesen habe, hey, du hast genau von Mose gelernt, wie du beten sollst, denn es ist der gleiche Stil. It's almost the same way that Moses used to pray to God concerning the people. Ungefähr die gleiche Art, wie Mose gebetet hat. was wir And in it's der Bibel interesting to see that how Israel was the one that committed sin, sehen. Und die Israeliten waren die es nicht haben. but God, who is being questioned is God. His faithfulness is being questioned. Aber was wird in Frage gestellt? Die Treue Gottes. Israel failed, and God's faithfulness is being questioned. Israel hat versagt und Gottes Treue wird in Frage gestellt. And how often we do that. Wie oft machen wir das? How often we make the mess, we put ourselves in trouble, and we blame God. Wie oft sind wir in Problemen und haben wir Schwierigkeiten und dann stellen wir Gott aber an den Pranger. We take decisions without asking God. Wir entscheiden uns für Sachen, ohne Gott zu fragen. We take decisions without totally against what God already told us to do. Wir treffen Entscheidungen, ohne das zu bedenken, was Gott uns schon gesagt hat. And then we end up in a bad situation. Und dann sind wir in einer schlimmen Situation And then we question God's faithfulness. und dann stellen wir Gottes Treue in Frage. Rather than evaluating our own loyalty to Him. Statt dass wir unsere eigene Loyalität, unser eigenes Herz ihm gegenüber prüfen. Rather than evaluating our own obedience. Oder unseren Gehorsam ihm gegenüber. I think this was really important to Israel to learn. Ich glaube, es war sehr wichtig, dass Israel das gelernt hat. If you don't obey God, if you try to do things on your own, you're going to be messed up. Wenn du Gott nicht gehorchst,
Wenn du nicht auf ihn hörst, dann werden Dinge kaputt gehen. And over you will see Israel blaming God for their own troubles, their own decisions. Und immer wieder seht ihr, wie die Israeliten es Gott zuwerfen, dass sie in Schwierigkeiten stecken. But here we see that Joshua also recognized, was worried about God's honor among the nations. Aber wir sehen auch, dass Josua sich Sorgen gemacht hat über die Ehre der Israeliten bei den anderen Völkern. We see that in Moses as well. Das sehen wir auch schon zur Zeit Mose. He would always say, God, but what do people think about you? Er sagt manchmal zu Gott, hey, aber was werden dann die Leute über dich denken? So yeah, we also see this in Joshua. Und das können wir auch in Josua lesen. And I love God's answer to Joshua. Und ich liebe Gottes Antwort, die er für Josua hat. God just said, get up, dude. Er sagt einfach, steh auf. It's not time to cry and pray. You need to do something. Er sagt, es ist jetzt keine Zeit, wo du weinen kannst, sondern du musst jetzt aufstehen und aktiv werden. It's time to fix the problem. Du musst das Problem lösen. It's time to keep on moving. You have a whole land to conquer. Du musst weitergehen, denn du hast ein ganzes Land, was du einnehmen musst. There was a need of repentance. Da war die Not, er musste umkehren. So Joshua went and with the high priest they cast lots Josua ging zum hohen Priester und die haben gemeinsam das Los geworfen, to identify which person was responsible for the sin. um herauszufinden, welche Person gesündigt hatte. So probably they used the Urim and the Thummim. Wahrscheinlich haben die Urim und Thummim benutzt. So they found the person that committed the sin. That was Achan. Und so haben sie herausgefunden, wer gesündigt hat, das war Achan. Yeah. And we can learn with Achan that we should not try to hide anything from God. Hier bei Achan können wir lernen, dass wir auch nichts vor Gott verstecken sollten. Because it doesn't work. Denn es funktioniert nicht. We can think that we can hide from other people, but we cannot hide anything from God. Also wir können versuchen, Dinge vor anderen Leuten zu verstecken, aber vor Gott können wir das nicht. Scripture says that He knows even what you're gonna say, what you're thinking. Die Bibel sagt sogar, dass Gott weiß, was wir denken oder sagen. Even before the words come into your mouth, He already knows what you're gonna say. Dass Gott schon weiß, was du sagen wirst, bevor deine Worte überhaupt in den Mund kommen. So we see that Achan violated the 10 Commandments. Wir sehen, dass Achan die 10 Gebote verletzt hat. 2 of the 10 Commandments. 2 der 10 Gebote. You shall not covet, Du sollst nicht, the 10, and you shall not steal. du sollst nicht stehlen und du sollst nicht den 10. nicht geben. And we see that in Achan's confession, Und wir sehen das in Achans Buße, in verse 20, in Vers 20. the process of yielding into temptation. Also in seinem Bekenntnis, wie er in Versuchung gebracht wurde. I saw, I covet, and I took. Ich habe es gesehen, ich wurde versucht und ich habe es genommen. The 3 important words. And yeah, so he first allowed his sight to something attractive to tempt him, Also zuerst war er versucht, etwas Schönes zu nehmen. and that grew into covetousness. Grew into covetousness. Und das hat ihn verführt. Then he got the medal. He got what he was not supposed to take. Dann hat er genommen, was er nicht nehmen sollte, Then he sinned, und hat gesündigt. and then he tried to cover his actions. Und dann hat er versucht, das zu verstecken. That's why he buried it on the ground, Deshalb hat er das im Boden vergraben, rather than confessing. anstatt dass er es bekannt hätte. And we see this progression of seeing something and desiring it and taking it in the story of the fall. Und diesen ähnlichen Prozess sehen wir auch beim Sündenfall, was zu sehen, in Versuchung zu sein und das zu nehmen. So the first is Achan's confession. Also das erste hier ist Achans Bekenntnis. When I saw among the spoils a beautiful clock
from Shinar, and 200 shekels of silver, and the bar of gold, weighing 50 shekels. Then I coveted, or I desired, then I took them. Ich sah ein schönes Gewand aus Babylon, 200 Silberschekel und einen über 50 Schekel schweren Goldbarren. Ich wollte sie so gern haben, dass ich sie mir einfach nahm. And then